Ganze 3 Wochen haben wir in dem Schleswig-Holstein-Großen Montenegro verbracht. Dass es so lang werden würde, hätten wir vorher nicht gedacht. Aber wir waren mega fasziniert, vor allem von den super schönen Landschaften. Unsere Route führte uns zunächst in die Hauptstadt Podgorica. Hier haben wir uns für einen Campingplatz entschieden, einfach um mal wieder ausgiebig zu duschen, unsere Wäsche zu waschen und die Akkus aufzuladen. Anschließend sind wir mal rein in die Stadt. Wir sind in der Altstadt unterwegs. Schön hier. Vielleicht, wir wissen nicht, ob es Geht so. Aber wir orientieren uns gerade noch. Ein bisschen chaotisch ist es hier mit dem Autofahren. Also bin ich ganz froh, dass wir nicht mit dem Nüsschen hier drin gelandet sind. Geil, dass die Straße ist. So, und von Old Town sind wir jetzt ein bisschen in New Town gelandet und laufen hier durch die geschäftigen Straßen. Und jetzt ziehen wir uns hier mal Podgorica. Nein, ich dachte immer, es heißt Podgorica, aber nein, es ist Podgorica oder Podgorica. Wir wissen es nicht. Nee. Man weiß es nicht. Lily, can you strike a pose? Bei ihm hier handelt es sich um einen russischen Schauspieler, Dichter, Sänger und Schriftsteller, also ein Tausendsasser. Der hat 2004 hier von Moskau ein Denkmal bekommen. Uns ist hier aufgefallen, dass es unfassbar viele Lokale mit München-Bezug gibt. Brauhaus München, Bierhaus München, jetzt Biergarten, Marienplatz. Doch recht viel. Komisch. Wer weiß wieso. Das Einzige ist, wir haben es da mal gegoogelt und haben uns die Speisekarten angeguckt. Also das, was die sich hier unter bayerischer Cuisine vorstellen, das ist es nicht ganz. Also ein bisschen eine freie Interpretation dessen. Und vor allen Dingen in dem einen München-Lokal gibt es schönes dänisches Tuborg. Schön ackern im Business Center. Unser Rundgang durch die Stadt neigt sich dem Ende. Unter anderem, weil es wirklich nicht so schön ist. Es ist einfach krass voll mit Autos und das merkt man auch in der Luft. Die Luftqualität ist richtig, richtig mies. Feinstaub Deluxe. Und so zuckeln wir jetzt zurück zum Nils. Boah, Lilly ist Erster. Wir waren gerade in der Stadt. Jetzt stehen wir hier vor einem Hypermarkt und überlegen, was wir uns für Weihnachten kochen. Sind hier durch ein Kochbuch gegangen. Ja, wir gucken mal, ob es Gans gibt. Das wollen wir eigentlich mal probieren. Das hier wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vor allen Dingen haue ich da auch dann, wenn ich es auf den Herd stelle, das Schnittlauch rein. Das sieht schön aus. Das macht was her. Genau. Oh, und Lilly hat neue Pins für unsere Collection. Von all den Orten, wo wir bisher waren. Oder lustigen Pins, die uns unterwegs gefallen haben. Es wächst und gedeiht. Weihnachtsshopping. Hochverehrtes Publikum, jetzt wo wir uns eingedeckt haben, geht es für uns in die Berge. Dorthin in die Abgeschiedenheit, wo wir Weihnachten feiern wollen. Wo sind wir gerade, Flo? Wir sind in den Rocky Mountains angekommen. Nein, wir sind nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, wir sind nicht da, wo wir hin wollten. Wir mussten umdrehen. Die Straße war zu krass. Das war das erste Mal, dass wir abbrechen mussten. Es war dunkel und die Straße war komplett ausgespült. Ich konnte auf dem ersten Stück nicht mehr atmen, weil ich so Angst hatte, dass wir gleich umfallen. Papalapap. Wir mussten abbrechen. War besser so. Für morgen ist Weihnachten. Ich mache schon Rotkohl. Für morgen fahren wir noch mal woanders hin und wir wissen noch nicht wo. Mal schauen. Chin Chin. Chin Chin. Ah, herrlich.
Du fährt jetzt ein Stück zurück und versucht hier eine andere Route, weil es doch sehr slippery ist. Und ich stehe so blöd rum, weil ich einen Baum weghalte. Und so sieht das Ganze bei mir aus. Schön, wenn man so nützlich sein kann. Super. Status, ich stehe immer noch unter Baum bzw. halte ihn. Flo lässt, glaube ich, etwas Luft ab. In der Hoffnung auf mehr Grip. So, wir spielen das Video nicht rückwärts ab, das Nüsschen fährt rückwärts. Wir stellen uns jetzt da drüben hin. Das war unser Alternativplan, falls wir diesen Anstieg hier nicht schaffen. Sieht irgendwie auf dem Video natürlich wie immer nicht so schlimm aus, ist aber dann doch ziemlich herausfordernd und nicht fürs Nüsschen geeignet. Gans, unser Weihnachtsgans essen. Eigentlich ist ein Truthahn. Sieht doch ziemlich ähnlich aus. Christmas Essen von Lilly. Cool. Cool. Dinner's ready. Erst waren wir super skeptisch dem Omnia gegenüber, weil der so viel Platz wegnimmt. Aber das hat sich gelohnt. Oder? Es war so krass. Wir haben so ein richtiges Festtagsdinner gemacht. Ich bin ganz begeistert. Schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Wir gehen jetzt wandern. Nee, auf den Berg gehen wir nicht, aber wir wollen mal schauen, wie der Parkplatzstellplatz ist, der uns verwehrt gewesen ist. So, wir sind auf Stellplatz-Scouting-Tour. Das hier ist die Stelle, wo wir immer wieder gescheitert sind, zweimal. Und jetzt haben wir einen anderen Weg gefunden, der total fahrbar ist. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist das Panorama hier. Krasses Panorama. Ach Gott. Unsere nächsten Pläne jetzt für Montenegro sind, dass wir von der Area, in der wir hier sind, das ist die Kolagin Area, das ist so, hier sind auch so ein paar Skigebiete in der Ecke, fahren wir jetzt quasi gegen den Uhrzeigersinn durch Montenegro. Als nächstes, wie heißt die Schlucht? Tara. Wir fahren immer die Tara, den Fluss Tara entlang und der schlängelt sich durch die Tara-Schlucht. Das ist der tiefste Canyon Europas. Und ich glaube auch sehen? nach dem Grand Canyon oder so einer der krassesten Canyons in der Welt so jetzt, ne? Ja. Die wollen wir lang fahren. Dann geht's da auch in einen Nationalpark, der auch auf Bergen liegt. Dumitor oder Dumitor, so. Ja. Und von dort fahren wir dann wieder Richtung runter Kotor, da wo diese Fjordlandschaften hier in Montenegro sind. Hey Lilly, sind wir abfahrbereit? Oh yes. Nice. Da nagelt der Diesel. Unsere erste Etappe führte durch den sogenannten Krna-Poda-Komplex. Das ist ein sehr seltener und urzeitlicher Schwarzkiefernwald und dort stehen Bäume, die über 50 Meter hoch und bis zu 450 Jahre alt sind. Dinkel-Vollkornbrot. Ekelhaft. Die Tara ist mit 146 Kilometern der längste Fluss Montenegros. 78 Kilometer davon bilden den mit 1333 Metern zweittiefsten Canyon der Welt. Zurück dann mit der Zipline, okay? An der Dordevica-Brücke gibt es den gesamten Blumenstrauß für Action-Touris. Es gibt Rafting, Ziplining und Mountainbiking.
Zipline, 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 Zipline. Kannst du hier komplett einmal durchsippen. Wir sind auf 1535 Meter. Mal gucken, ob die Heizung funktioniert. Geheizt hat sie. Lediglich der Fuchs musste etwas frieren. Wenn Flo Wanderrouten aussucht, dann wird's abenteuerlich. Und jetzt? Eigentlich immer die Richtung. Da finden wir schon was. Okay. Das sieht nach Weg aus da. Das wäre jetzt der Moment, wo ich mich filme, dass ich ausrutsche. Du musst mir eine Schiene bauen. Oder mich zurücklassen. Ich lasse dich dann zurück. Du musst ja gucken, dass du selber überlebst. Ja, richtig. Das ist ein harter Wind. Das ist steiler als man denkt. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Kann hier herrlich reinschauen. Ob es jetzt da runter geht? Ciao. Boah, leckt mich am Arsch. Das ist irre. Das ist ja echt cool und mega beeindruckend, wie tief Ja, das Luft ist. ja, 800 Meter oder so geht es da tief. Müssen wir nochmal nachgucken. Muss man nochmal nachgucken, bevor man hier irgendeinen Scheiß erzählt. Aber richtig cooler Blick. Herrlich. Bisschen. wandern, schön in der Nebelsuppe. Herrlich, also super. Wenn wir Glück haben, regnet es ein bisschen oder Schneeregen. Ja, mit so Glitzereis, mega. So viele Tunnel.
mal wieder so weit, dass wir unsere Akkus aufladen müssen und in den Campingplatz müssen. Und wir sind so komplett in der Nebensaison. Es ist eine schlammige Wiese hinterm Restaurant mit dreckigen Duschen. Aber wir haben einen Boiler angemacht, wir haben einen Schalter gefunden. Ich hoffe, dass das Wasser warm wird. Gehen wir halt da duschen. Adiletten an und los geht das. Das ist die schöne Dusche. Das ist die nicht so schöne Dusche. Aber ansonsten schön hier. Für 15 € kannst du sagen. Kannst nicht meckern. Traum. Es geht viel bergauf hier in diesem Land. Wir sind auf dem Weg ins Kloster Ostrock bei herrlichstem Wetter. Normalerweise kann man das Kloster wohl schon schön sehen. Und wie immer geht's bergauf. Das ist mein Lieblings. So, scheinbar sind wir mittlerweile so hochgelaufen, dass wir es über die Wolken geschafft haben und man doch ein bisschen was von dem Kloster sehen kann. Na? Den finde ich cool. Das war nicht das einzige Mosaik, was uns fasziniert hat, sondern oben in dem Kloster gab es noch viel mehr, die direkt in die Felswände gesetzt wurden. Das Kloster wurde 1656 von Wasili Jovanović gegründet, welcher kurz nach seinem Ableben zum Heiligen wurde. Seine Überreste befinden sich bis heute in einer der kleinen Kapellen und werden jährlich von abertausenden Pilgern bereist. Seine Reliquien können nicht nur Körper und Geist heilen, sondern sorgten 1942 auch dafür, dass eine Bombe, die auf das Kloster abgeworfen wurde, nicht explodierte, sondern nur in 2 Teile brach. Das alles ist natürlich Beweis genug, dass es hier magisch ist. So, moin moin. Nachdem wir durch das Inland gefahren sind, bei einem Kloster waren, mega mieses Wetter hatten, haben wir uns über die letzte Bergkette vor Kotor und der Adriaküste durchgekämpft. Und jetzt sind wir hier, die Sonne kommt gerade raus. Ich glaube, das wird cool. Wir sind zwar recht nah an der Straße, aber morgen soll es dann nach Kotor gehen. Von hier aus ist es nicht mehr so weit. In unserem nächsten Video werden wir uns nach Kotor begeben, wo wir uns dann entlang des Fjordes und der Küste zum größten See des Balkans aufmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like, über Kommentare, über Feedbacks oder auch über ein Kanalabo.